Willkommen, ja, zum neuen Steelrising Stream, beziehungsweise auch willkommen an dich, der in seinem Bettchen liegt oder auf der Couch und das Let's Play auf YouTube schaut. So, wir waren ja gestern auf der Suche oder gestern im letzten Part, wie wir hier weiterkommen bezüglich dem Reiter. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir dann einfach Story weitermachen, also einen Storypfad folgen. Genau. Muss ich kurz gucken. Ja, hier Reiter finden. Wir gehen jetzt einfach hier zum Hotel Invalid. Befreien das. Und hoffen, dass wir dann so dahin kommen. Genau. Da haben wir zwei. Vielleicht können wir die beiden ja koppeln. Das wäre halt das Beste. Okay. Wie konnte er mich da treffen? Ah, okay. Ich suche mir den Fokus gerade, wenn ich ehrlich bin. So, dann sammeln wir erstmal hier die Essenzen ein. Jetzt schauen wir nochmal. Ah, ist das mies. Oh. Warum? Warum trifft er uns dort? Einfach so mal in die Runde gefragt. Ach Manu. Machen wir es halt nochmal. Zack. Hoffen, dass wir vielleicht den Einzelnen rausnehmen können.
So, jetzt holen wir uns den großen. Ah, sehr schön. Echt clean. Ja, wo kommen wir denn hier hin? Okay. The Ottomans ravaged the church and slaughtered the faithful. Ich glaube, hier müssen wir uns mal umgucken. Sieht interessant aus. Wenn hier so Nebel ist, wissen wir, hier ist irgendwie ein instabiler Automat wieder. Ja, und da instabiler Post Turifera. Okay, den können wir nicht blocken. Das konnten wir gerade nicht blocken. Achso, wir nehmen mal die Waffe. Auch wenn wir die leveln müssten. Ah, also das versauen wir uns gerade selber. Ach, Mann, 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 Mann. Warum müssen wir denn immer so weiter wegspawnen? Die Waffe ist an sich nicht verkehrt, ne? Aber ich muss erstmal der Waffe spielen. Ja. Warum renne ich da immer wieder zur Kiste? Ich muss erstmal mit der Waffe hier spielen. Also mit unseren Florett und Parierdolch, bevor wir mit Flamme und Flocke da was machen können. Die hören eine Reichweite mit dem Ding haben. Das ist halt echt crazy, ne? Kommen die hier hoch? Nee, gut. Dann kann ich mal kurz gucken. Hier drauf gehen. Da ist die Waffe. Okay, dann sind wir, wie viel besser die ist, ne? Ja. Minus 24. Aber Schwerpunkt Alchemie. Das ist eigentlich gut, dass wir Alchemie-Schaden haben, ne? Müssen wir mal gucken, wenn wir die leveln, ne? Müssen wir einfach mal gucken, wenn wir die leveln.
7. 7 Echos. Sonst kann man den nicht befreien, oder wie? Ah ja. So, was machen wir denn aber? So, jetzt. Was? Ich krieg ja nicht gedodged. Gekontert. So, Betäubungsdauer Modul 2. Perfekt. Bismut-Block. Sehr schön. Und ein Echo. Nehmen wir mit. It's going to give way. Right, Susan, it's too late. Ach du Scheiße. Ein Koloss. Abendperücke? So, das ist Echo, ne? Oh wow, waren wir hier hochgegangen, während der Westberlin-Station gewesen. Als ob, Mann. Als ob. Bessere Blitzgranate, ui. Gucken wir mal, hier. Haben wir 4. Haben wir hier noch was? Ja, die Steine können wir verkaufen. Nee, das war's eigentlich. Gut. Ausrüstung. Ja, weg. 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 Und weg. Module. Was haben wir hier? Wir haben Betäubungsmodul. Betäubungsdauer Modul 2. Okay. Könnten
das machen. Wir haben Modulschlüssel 5. Das könnten wir jetzt. Wir könnten jetzt was aufwerten. Was machen wir denn? Wir werten einfach das mal auf. Weil ja, für was soll man sonst die Modulschlüssel behalten? So, Florett und Parierdolch. Überlege ich gerade wirklich, ob wir das hier mal machen. Oh, 500. Hier sind wir bei 300. Ich mach das einfach mal. So, jetzt brauchen wir Bronzebahn. Wucht sind wir bei 400. Stufe 3, das ist Stufe 4. Wucht 500. Nee, das wäre dann die Wucht, okay. Die haben halt noch Feuerschaden, Frostschaden. Hier wären wir bei D, C, D und hier wären wir bei D und B. War nicht so, weiß ich nicht. Also bei 88 wären wir hier irgendwie, das wäre dann plus 2 nur, ne? Eigentlich nicht so viel gebracht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich werde hier, glaube ich, meine Muskete verkaufen. Weil die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht mehr. Stecke ich das doch lieber. Oder wir gucken mal kurz. Boutique. Kaufen. Ausrüstung. Elmsknüppel. Achso. Nee, gut. Also wir gucken mal hier. Konterverstärker. Balance-Modul. Ausdauermodul. Denn das Blockmodul. Dank dieses Moduls wirken sich Angriffe, die mit dem Spezialtechnik Schild oder Schild geblockt werden, weniger stark auf Aegis Ausdauer aus. Reparaturmodul. Ah, wir haben doch ein Reparaturmodul, oder? Hier, guck mal kurz. Effizientes Kontermodul. Das für das effiziente Kontermodul. Dann hier machen wir vielleicht das Langlebigkeitsmodul rein. Dann haben wir hier einen Dreier-Slot. Und dann nehmen wir das. Und dann können wir auch mit Feuer und Flamme spielen. Achso, jetzt können wir sogar ein Level abmachen. So, worauf gehen wir denn? Leben, Ausdauer ist eigentlich auch okay. Robustheit, Balance. Ich glaube hier drauf. Für Konstruktion wäre das. Zustand. Nee, wir gehen jetzt mal auf Zustandsmultiplikator. Weil wir jetzt eine Waffe haben. Mit Alchemie. Gut. Ja, ist aber etwas weniger Schaden. Noch etwas weniger Wucht und Betäubung. Wir haben halt noch die anderen Schadensarten, ne? Also Frost und sag schon. Frost und Feuer. Die Waffe ist extrem gut. Macht sehr, sehr viel Spaß.
So, und da drüben haben wir auch noch ein Echo. Moment, ja. Zack. Von hier aus könnten wir nach da dashen. No. Können wir nicht. Okay. Schade. Können wir aber auch nicht anders hoch, ne? Nee. Young, they're back. He's going to be all right. Ich probier's einfach nochmal. Wie soll man sonst da rüberkommen? Das müssen wir ja so irgendwie machen. So können wir ja... Oder? Nee. Oh. Ich lieg gerade, nee. Wir kommen ja nicht anders hoch. Da kommen wir nicht hoch. Das war so rüberspringen. Das wäre die einzige Möglichkeit hier. Ja. Einfach mal früher dashen. Dashen. They're back. He's going to be all right. This machine is alone and the door is barricaded. You fool. Did you see how easily those demons entered the church? Können wir mit denen reden? Nee, ne? Ach, können wir. Don't be afraid. I mean you no harm. Senor, he can speak. What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to escape stand much of a chance either. Okay. Ja, ich verstehe die Skepsis, definitiv. Zack. Ah ja. Na dann. Hier haben wir ein Beyblade. So ein Sicheltyp. Schade. Boah, ist das mies. So, jetzt aber. Sehr schön. Hier müssen wir weiter, dann gucken wir hier erstmal rein. Ne, sieht sauber aus. Sieht ganz sauber aus. So, dann machen wir erstmal hier auf. Zack.
Dann reißen wir hier die Wand ein und schauen wir, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ah ja. Können wir uns hochziehen. Dann machen wir das mal. Modulschlüssel. Geht's ja zurück, oder? Und hier sind wir doch gekommen. I'm getting closer to Ah. Lismore. Here, I should be able to cross the moat easily. Ja, das sollte man schaffen. Gut. Warum konnten wir uns da jetzt hochziehen? Wo kommen wir dann lang, wenn wir hier lang gehen? Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay, gut, gut, gut. Einfach eine Abkürzung wieder. Und... Ach, schade. Hab ich gerade aus die falsche Taste gedrückt gehabt. Da habe ich LB gedrückt anstatt LT. So, das sollten wir eigentlich schaffen. Eigentlich. Oh, ernsthaft? Nee, ne? Ah ja. Wir machen einfach mal einen Wallride. Oh. Ja gut. Das sollte ja sowieso nicht gehen, ne? Das will ich jetzt ja wieder zurück. Ja. Ich gerade für... Ja? Jetzt habe ich mich verlaufen. Nee, hier müssen wir lang. Okay. Hallo. Nein, ich habe mich verdrückt.
perfekt. Ich dachte, ich falle jetzt schon wieder runter. So, wo sind aber unsere Seelen? Nee, na. Ah, ne, die sind da oben. Oh, stimmt schon. Ach, die hängen irgendwo da unten. Echo. The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes. Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Sich so third blenden estate lassen, must come der to an König. agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Hat sich so blenden lassen. Von den komischen... Ich merke den Namen nicht. Ich merke mir den Namen nicht. Cagliostro? Ich glaube Cagliostro. Ja. Das ist extrem ungünstig gerade. Das sieht aus wie Arena. Ja. Wir haben nicht alle. Wir haben nicht alle Echos gefunden, glaube ich. Alter. Einfach ein Turm. Na klar. Ach. Handspinning kann er auch noch mit dem Schlüssel. Schatzmeister. Ich will immer blocken.
Ja, stand mal wieder zu nah dran. Das ist dumm. Oh. Wie sind wir jetzt gestorben? Ach, Mann. Soll ich wieder einen kompletten Weg laufen? Das ist doch ein Scherz. Das ist doch wirklich ein scheiß Scherz. Ey, das ist nicht euer... Das ist nicht euer Ernst jetzt. Das ist so doof. Was drauf? Haben halt keine Seelen. Haben halt keine Animessenzen mehr. An sich war der Fight nicht schlecht, ne? Nur... ja. Zum Schluss haben wir ein bisschen verkackt. Aber vielleicht können wir ja was an unserem Inventar ändern. Aber ich will die raus. Was haben wir hier noch? Wir haben Lähmungsgranaten. Und... Hat man nicht noch verstärkte Blitzgranaten irgendwie? Blitzgranate? Ach so. Fiole Blitzresistenz rein. Und machen wir es so. Genau.
Mann, warum komme ich da nicht mal rüber? So unlustig. Warum gehen wir nicht einfach die Treppen runter? Wir nehmen immer den Umweg. Fällt mir jetzt erst auf. Hat sich wieder nicht festgehalten. Was ist denn los? Warum machen die nicht da einfach einen Scheißhaken, ganz ehrlich? Sollen doch einfach einen Scheißhaken dahin machen. Also jetzt übertreibt das Spiel gerade maßlos. Wenn ich hier das mache, warum nimmst du dann... Ach, egal, komm, haben wir eins weniger, dann ist es so. Müssen uns damit zurechtfinden. Ich komm da gerade irgendwie nicht mehr rüber. Gibt aber keinen anderen Weg darüber. Das ist so dumm. An sich ist es ja ein easy Sprung, ne? Aber ich verkack das. Verkack das trotzdem. Ich kriege das trotzdem, das zu verkacken. Jetzt. So. Kommt die jetzt her? Also.
So, deswegen habe ich gerade die ganze Zeit keinen Schaden gekriegt. Oh mein Gott, my bad. So, jetzt aber. Hat das gerade schon echt gewundert, ob ich keinen Schaden kriege. Komm, jetzt, wir blocken jetzt einfach mal. Kann das nicht dodgen. Furchtbar. Ich will das blocken. Ich kann das aber nicht blocken. Was? Wir müssen es doch haben. Jetzt. Oh, zum Glück. Ach so, gut. My dear Suzanne, take Zum my Glück haben wir es hand, doch geschafft. please. Don't let them take me away. Ich habe mir wirklich alles abgeguckt. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. Vielleicht überlebt sie ja doch noch. Oder hat sie überlebt? My life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And, most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General.
What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Oh, cool, dass wir eine Wahl hatten, den aufzunehmen oder, sag ich mal, ziehen zu lassen. Aber wir safen einfach alle, die wir kriegen können. Warum nicht? Weil es wurden ja alle verarscht, beziehungsweise bedroht vom König und Pagliastro. Deswegen. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. Bevor wir das auswählen, ich gehe kurz pullern. Oh. Mönche. where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the Patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Zum Glück. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third, they swore not to separate until, but that was not the only oath. All the honorable men secretly swore to... You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing. However, we bear no illusions. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance. You are sent by heaven above. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. Sehr schön. Das hört sich doch We must sehr gut speak, an. you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well.
I will go and find him. Das sollte jetzt Monsieur Lafayette nicht hören. Und wenn's der Weg Monsieur Necker, ist... I owe you my life, madame. So I'm embarrassed to ask you for anything more. do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides, we were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Na dann schauen wir mal. Aegis, a word, s'il vous plaît. Okay. Was gibt's? Monsieur Raymond, Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. what do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money. Their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between 2 planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them.
You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, Ah, you so ein refuse to Ding ist upend the es. established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his Streiten die own sich land. jetzt? Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive.